Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein Rezept für einen wunderbar aromatischen Kirschglühwein. Perfekt für die kalten Wintermonate. Mit winterlichen Gewürzen, einen Hauch von Orangenabrieb und einer ganz besonderen Servierweise nach finnischer Art mit Rosinen und Mandeln wird dieser Glühwein zu einem echten Highlight. Egal ob mit oder ohne Alkohol, dieser Glühwein bringt euch garantiert in festlicher Stimmung. Lasst uns gleich loslegen. Für deinen Kirschglühwein brauchst du entweder Rotwein oder, wenn du es alkoholfrei magst, Johannisbeer oder Traubensaft. Dann nimmst du 2 Bio-Orangen oder Mandarinen, 300 Gramm tiefgefrorene Sauerkirschen, etwa 400 Milliliter Wasser, eine Vanilleschote, 2 Zimtstangen, 2 Sternanis, 5 Kardamomkapseln, braunen Zucker nach Geschmack und Rosinen sowie gehobelte Mandeln. Fang zuerst an, die Vanilleschote längs aufzuschneiden. Dann gib die Vanilleschote, die Zimtstangen, den Sternanis, die Kardamomkapseln, Zucker nach Belieben, den Abrieb einer Bio-Orange, die Kirschen und das Wasser in einen Topf. Vermische alles kurz und stell den Topf dann auf niedrige Hitze. Lass das Ganze etwa 30 Minuten ganz langsam köcheln. In der Zwischenzeit kannst du die zweite Orange in dünne Scheiben schneiden. Nach den 30 Minuten nimmst du den Topf vom Herd und gibst den Wein dazu. Wenn du magst, kannst du es nochmal kurz erhitzen, aber achte darauf, dass es nicht kocht. Es soll einfach nur heiß werden. Lass es dann 20 Minuten ziehen. Am Ende entfernst du die Gewürze und dein Kirschglühwein ist fast fertig. Für die finnische Variante gibst du zuerst ein paar Löffel Kirschen ins Glas, dann kommen Rosinen und gehobelte Mandeln dazu. Zum Schluss füllst du das Glas mit dem Glühwein und rührst alles gut um. Eine Orangenscheibe ins Glas und fertig ist der Glühwein. Lass es dir schmecken. Das war mein Rezept für den Kirschglühwein. Ein Genuss für die Wintermonate. Ich hoffe, euch hat mein Rezept gefallen. Wenn ihr es ausprobiert, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr euren Glühwein am liebsten trinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Das war mein letztes Video zur Weihnachtszeit dieses Jahr und ich möchte euch und euren Liebsten eine wunderschöne Weihnachtszeit wünschen. Hyvää joulua und bis zum nächsten Mal.